Stellt euch vor, tief verborgen in den Schatten der Geschichte liegt ein Geheimnis, das die Kraft hat, unsere gesamte Auffassung von der Vergangenheit zu verändern. Ein Objekt so mächtig, umgeben von Mysterien und Sagen, dass es bis heute Forscher, Historiker und Gläubige in seinen Bann zieht, die Bundeslade. Aber was wissen wir wirklich über dieses rätselhafte Artefakt? Ist es lediglich ein Symbol religiöser Verehrung oder verbergen sich hinter seiner Geschichte Hinweise auf eine weit fortgeschrittene Technologie, die uns bis heute verborgen geblieben ist? In diesem Video begeben wir uns auf eine spannende Reise, um die Wahrheit hinter der Bundeslade zu ergründen. Wir stellen Fragen, die uns tiefer in das Herz dieses Rätsels führen. War die Bundeslade ein einfacher Kultgegenstand oder könnte sie ein Beweis für die fortschrittlichen Kenntnisse einer längst vergessenen Zivilisation sein? Welche Geheimnisse birgt das Innere der Bundeslade und wie wurde sie tatsächlich genutzt? Die Bundeslade, ein göttliches Artefakt oder das Erbe einer verlorenen Technologie? Die Geschichten um die Bundeslade sind so alt wie die Zivilisation selbst. Aber könnte es sein, dass diese Geschichten mehr Wahrheit enthalten, als wir bisher angenommen haben? Könnte die Bundeslade tatsächlich eine Verbindung zu den Anunnakis haben, jenen legendären Wesen, die als die wahren Architekten der menschlichen Geschichte gelten? Und wenn ja, was sagt das über die Elite und die Nachkommen der Anunnakis aus, denen dieses Artefakt vorbehalten war? Folgt uns auf dieser Entdeckungsreise, auf der wir versuchen, die Grenzen zwischen Mythos und Realität zu verwischen. Wir erkunden die wissenschaftlichen Theorien, die alten Überlieferungen und die kulturellen Bedeutungen, die sich alle um die Bundeslade ranken. Wir stellen die Fragen, die bisher unbeantwortet blieben. Warum war die Bundeslade so mächtig? Welche Technologien könnten in ihrem Inneren verborgen gewesen sein? Und wie könnte dieses Wissen die Welt, wie wir sie kennen, verändern? Bereitet euch vor, in eine Welt einzutauchen, in der das Unmögliche möglich scheint. Eine Welt, in der die Bundeslade mehr als nur ein Relikt ist. Sie ist ein Schlüssel zu den größten Geheimnissen unserer Existenz. Sind wir bereit, die Antworten auf Fragen zu finden, die älter sind als die Zivilisation selbst? Begleitet uns, während wir die Schatten lüften und das Licht auf eines der größten Mysterien der Menschheit werfen: die heilige Bundeslade. Die Bundeslade und die große Pyramide von Gizeh. Zwei Rätsel, die tief in den Annalen der Geschichte verankert sind. Aber steckt hinter diesen beiden Phänomenen mehr als nur spirituelle Bedeutung und architektonische Meisterleistung? Betrachten wir die Bundeslade nicht nur als biblisches Artefakt, sondern als einen Schlüssel zu einem der größten Geheimnisse der Menschheit, der Nutzung fortschrittlicher Technologie in der Antike. Beginnen wir mit der großen Pyramide von Gizeh, einem Wunderwerk, das die Grenzen unserer Vorstellungskraft sprengt. Abseits der traditionellen Annahmen, es handle sich um ein Grabmal, mehren sich die Hinweise, dass diese Struktur einst als antikes Elektrizitätswerk diente. Das Innere der Pyramide birgt keine typischen Grabbeigaben. Stattdessen finden wir Strukturen, die auf ein tiefgreifendes Verständnis von Elektrizität hinweisen könnten. Die Außenschicht aus isolierendem Kalktuffstein und die mit Granit ausgekleideten inneren Gänge, einem Material, das elektrischen Strom leiten kann, unterstützen die Theorie, dass die Pyramide einst elektrische Energie sammelte oder weiterleitete. Aber wie passt die Bundeslade in dieses Bild? Die Bundeslade, oft dargestellt als heiliges Behältnis, könnte weit mehr gewesen sein als ein religiöses Symbol. Möglicherweise war sie ein integraler Bestandteil dieses antiken Energiesystems. Die Beschreibungen ihrer Konstruktion und die Effekte, die sie auf ihre Umgebung hatte, von tödlichen Strahlen bis hin zu direkter Kommunikation mit dem Göttlichen, könnten auf eine Nutzung als Energiequelle oder als Kommunikationsmittel hindeuten. Aber woher stammt dieses außerordentliche Wissen? Hier kommen die Anunnaki ins Spiel. Jene mythischen Wesen, die laut Überlieferungen der Sumerer, Babylonier und Ägypter als Götter verehrt wurden. Diese Wesen waren nicht nur in religiösen Texten präsent, sondern ihre Spuren finden sich in der gesamten menschlichen Geschichte. Ihre Fähigkeit, fortgeschrittene Technologien zu nutzen und zu lehren, könnte erklären, warum die Elite dieser Zivilisationen, die direkten Nachkommen der Anunnaki, als Götter angesehen wurden. Ihre Technologien, darunter möglicherweise die Bundeslade, wurden als göttliche Werkzeuge präsentiert, die nur der Elite zugänglich waren.
Aber wie verbindet sich dieses Wissen mit der großen Pyramide? Es ist faszinierend zu betrachten, dass die Spitze der Pyramide mit einem Material verkleidet gewesen sein könnte, das Elektrizität leitet, was darauf hindeutet, dass die Pyramide und die Bundeslade zusammen eine Funktion innerhalb eines größeren Systems hatten, das möglicherweise zur Energiegewinnung diente. Diese Theorie eröffnet eine völlig neue Perspektive auf die Rolle der Pyramiden und die Natur der Bundeslade als Teil einer hochentwickelten antiken Zivilisation, die ihr Wissen von den Anunnaki erhielt. Die Spuren der Anunnaki und ihrer Technologien, einschließlich der Bundeslade, durchziehen nicht nur die ägyptische, sondern die gesamte Menschheitsgeschichte. In unseren vorherigen Videos haben wir ausführlich die Rolle der Anunnaki in der Entwicklung der menschlichen Zivilisation erörtert. Für alle, die tiefer in das Vermächtnis der Anunnaki eintauchen möchten, empfehlen wir, sich diese Videos anzusehen, um ein umfassendes Verständnis ihrer Bedeutung und ihres Einflusses zu erhalten. Die Bundeslade und die große Pyramide von Gizeh stehen somit nicht nur als monumentale Zeugnisse der Menschheitsgeschichte, sondern auch als Hinweise auf eine Zeit, in der Menschen und Götter durch Technologie verbunden waren, die uns bis heute Rätsel aufgibt. Was wirklich im Inneren der Bundeslade war und wie die Pyramide genutzt wurde, bleibt ein Mysterium, das uns weiterhin dazu anspornt, die Grenzen unseres Wissens zu erweitern und die Geheimnisse der Vergangenheit zu entschlüsseln. Moses, eine zentrale Figur der religiösen Geschichte, wurde unter außergewöhnlichen Umständen in die Hände der königlichen Familie Ägyptens gegeben. Nach der göttlichen Fügung, die sein Leben vor dem sicheren Tod bewahrte, wuchs Moses am Hof des Pharaos auf. Dort erhielt er nicht nur eine Ausbildung, die einem Prinzen würdig war, sondern auch Einblicke in die fortschrittlichen Technologien und das tiefgreifende Wissen, das Ägypten so mächtig machte. Moses, mit diesem einzigartigen Hintergrund, war prädestiniert, eine Schlüsselrolle in der Geschichte seines Volkes zu spielen. Als Moses nach Jahren im Exil zurückkehrte, um sein Volk aus der Knechtschaft zu führen, tat er dies nicht nur mit göttlichem Auftrag, sondern auch mit einem Wissen, das ihm einen einzigartigen Vorteil verschaffte. Nachdem die Israeliten unter seiner Führung Ägypten verließen, verfolgte sie der Pharao mit seiner Armee. Diese verzweifelte Verfolgung könnte mehr als nur einen politischen oder spirituellen Hintergrund haben. Es gibt Theorien, die besagen, dass die Israeliten nicht lediglich ihre Freiheit gewannen, sondern auch ein Artefakt von unschätzbarem Wert mitnahmen. Etwas, das grundlegend für die Funktion der ägyptischen Kraftwerke, der Pyramiden war. Die Bundeslade, detailliert in der Bibel beschrieben, besonders im Buch Exodus, mit Maßen von etwa 1,25 Meter Länge, 0,75 Meter Breite und 0,75 Meter Höhe, könnte dieses Artefakt sein. Ihre Konstruktion aus Akazienholz, überzogen mit reinem Gold, und die detaillierten Anweisungen für ihren Bau legen nahe, dass die Bundeslade weit mehr als ein religiöses Symbol war. Sie könnte ein leistungsfähiger Kondensator gewesen sein, fähig, eine Art von Energie zu speichern oder zu kanalisieren, die für die technologische Überlegenheit Ägyptens entscheidend war. Die Verfolgung der Israeliten durch den Pharao, selbst nachdem er ihnen die Freiheit gewährt hatte, könnte so erklärt werden. Das, was sie mitnahmen, war nicht einfach eine religiöse Reliquie, sondern der Schlüssel zur Macht Ägyptens. Ohne dieses Artefakt verlor Ägypten möglicherweise seine Fähigkeit, die Technologien am Laufen zu halten, die es so mächtig gemacht hatten. Das plötzliche Verschwinden der Bundeslade und die damit verbundene Störung könnten den Niedergang Ägyptens eingeleitet haben. Ein Reich, das nie wieder zu seinem früheren Glanz zurückkehrte. Die Bundeslade, ein Artefakt, das gleichermaßen Faszination und Furcht hervorruft, birgt ein Mysterium, das seit Jahrtausenden die Menschheit beschäftigt. Ihre Macht und die damit verbundenen Gefahren sind in zahlreichen Überlieferungen dokumentiert, die von tragischen Unfällen und göttlichen Strafen berichten. Die Leviten, ein spezieller Stamm, der von Gott auserkoren wurde, trugen die Verantwortung, die Bundeslade zu transportieren und zu bewahren. Sie folgten strikten Anweisungen, die Bundeslade stets mit einem Tuch zu bedecken und ein spezielles Holzgestell zu verwenden, das von Metallplatten und Stoff umgeben war, um sie vor unerwünschtem Kontakt zu schützen. Diese Vorsichtsmaßnahmen deuten darauf hin, dass die Bundeslade nicht nur als heilig, sondern auch als potenzielles Risiko angesehen wurde.
Die Geschichte erzählt, wie die Bundeslade bei ihrer Ankunft in der Stadt Schechem von einer Gruppe neugieriger Menschen berührt wurde, was zum sofortigen Tod von 70 von ihnen führte. Dieses Ereignis wirft Fragen auf. War die Bundeslade lediglich ein religiöses Symbol oder birgt sie eine weitreichendere Bedeutung, möglicherweise als Quelle leistungsstarker Energie oder sogar Radioaktivität? Die spezielle Kleidung der Leviten, die Metallplatten und eine Glocke umfasste, könnte darauf hinweisen, dass die Träger vor der Energie der Bundeslade geschützt werden mussten. Diese Vorfälle unterstreichen die Auffassung der Bundeslade als ein technologisches Artefakt. Die Tatsache, dass sie Krankheiten und sogar den Tod verursachen konnte, unterstützt die Theorie, dass die Bundeslade nicht nur ein Gegenstand von religiösem Wert war, sondern auch eine fortschrittliche Technologie beinhaltete. Diese Technologie, möglicherweise eine Form von Radioaktivität oder einer anderen potenten Energiequelle, könnte erklären, warum die Bundeslade mit solcher Vorsicht behandelt wurde. Die Geheimnisse der Bundeslade faszinieren uns bis heute, und zahlreiche Theorien versuchen, ihr Schicksal zu entschlüsseln. Eine der meistbesprochenen Geschichten führt uns nach Äthiopien, wo behauptet wird, dass die Bundeslade in der Kirche unserer lieben Frau von Zion bewahrt wird. Menilek, der Sohn des Königs Salomo und der Königin von Saba, soll sie einst dorthin gebracht haben. Diese Erzählung wird von vielen als Verbindung zwischen dem biblischen Artefakt und der äthiopischen Kultur angesehen. Doch gibt es auch andere Theorien, die das Verbleib der Bundeslade in Jordanien oder sogar in Europa vermuten. Der Forscher Barfield, auf der Suche nach einem großen Schatz, entdeckt Hinweise, die auf eine versteckte Höhle deuten. Als Gründer des Copper Scroll Projects widmet er sich der Entschlüsselung der rätselhaften Kupferrolle, um den Verbleib der Bundeslade zu ergründen. Die Kupferrolle, eine der Schriftrollen vom Toten Meer, enthält vermutlich Hinweise auf verborgene Schätze, darunter möglicherweise die Bundeslade selbst. Barfield hat jahrelang die antike Siedlung Qumran studiert, wo die Schriftrollen gefunden wurden, und ist überzeugt, dass sich die Bundeslade in einer nahegelegenen Höhle befindet. In den Kreisen der Wissenschaft und Technik gibt es zudem Spekulationen, dass Nikola Tesla, ein Pionier der Elektrotechnik, glaubte, dass die großen Pyramiden von Ägypten riesige Energieüberträger waren. Diese Überzeugung inspirierte ihn dazu, die Tesla-Türme zu bauen, die nach ähnlichen Prinzipien funktionieren sollten. Er war fasziniert von der Möglichkeit, Energie drahtlos über große Entfernungen zu übertragen. Ein Konzept, das er in Verbindung mit den Pyramiden erforschte. Bereits in den 1930er Jahren begann Tesla, Experimente mit den Energieeigenschaften von Pyramiden durchzuführen. Er baute eine Miniaturpyramide aus Papier und Draht und setzte sie einem Strahl geladener Partikel aus, um die Wirkung zu untersuchen. Diese Experimente waren Teil seiner umfassenderen Forschungen zur drahtlosen Energieübertragung und zu alternativen Energiequellen. Dies wirft die Frage auf: Könnten Teslas Überlegungen von den antiken Technologien inspiriert worden sein, die möglicherweise mit der Bundeslade und den Pyramiden von Gizeh verbunden waren? Die Faszination rund um die Bundeslade reißt nicht ab. Ob in Äthiopien, verborgen in einer Höhle oder als Inspiration für Teslas futuristische Visionen, das Artefakt steht als Symbol für die Suche nach Wissen, Macht und der ewigen Menschheitsfrage nach Verbindung mit dem Göttlichen. Wir von Mythenforscher bedanken uns herzlich bei euch für die Begleitung auf dieser spannenden Reise durch die Geschichte und Geheimnisse der Bundeslade. Eure Neugier und euer Forschungsdrang sind es, die uns motivieren, weiterhin den Spuren der Vergangenheit zu folgen und die Mysterien unserer Welt zu entschlüsseln. Bleibt neugierig, bleibt kritisch und vor allem bleibt auf der Suche nach der Wahrheit. Bis zum nächsten Abenteuer auf Mythenforscher.